Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Episode Nummer 15. Mein Name ist Dominik, das ist Jan, wir sind immer noch beide bei OneFootball und ihr hier privat? im Privaten unterwegs. Ja. Endlich sagt's mal einer, außer mir. Genau. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 27. Ich bin 28. Ja, und heute beschäftigen wir uns mal mit was ganz, Verrückten würde ich so nicht sagen, aber mal mit was extrem Kreativen, denn Was ihr so hoffentlich noch nicht gesehen habt. wir beschäftigen uns heute mit Konzepten von Trikots, denn vielleicht, das ist nicht jedem so geläufig, aber es gibt auch viele begabte Designer oder Fans oder auch beides, die einfach Bock haben, richtig coole Trikots zu designen. Auch in der anstehenden Saison sind da einige schöne Exemplare dabei und die haben wir uns heute mal geschnappt. Deswegen ist unsere Deko heute auch, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, es sind keine Trikots. Aber was ist es dann? Was ist das dann? Ist eine sehr gute Überleitung, Dominik. Was ist das denn? Ja, ich habe versucht, erfolgreich abzulenken. Ich würde aber aufgrund meiner. Na, okay, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, am Ende blamier ich mich noch. Also, es ist Olympique Marseille. Droit au but finde ich übrigens auch sehr schön. Das ist so nach dem Motto frei übersetzt wie Vollgas zum Tor. Das finde ich immer nicht schlecht. Auf jeden Fall ein sehr schickes Trikot. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal gesagt haben. Um den heißen Brei herum. Und ich würde sagen 2009, 2010. Also, Entschuldigung, Olympique Marseille, Auswärtstrikot 2009, 2010. Das ist tatsächlich komplett richtig. Yes! So, und weißt du, warum? Weil das Ding ist da unten. Wegen dieses Dings da unten, genau. Wir können ja hier nochmal kurz drauf schauen. Wir hatten es mal in der ersten Folge. Ja. Lang ist es her. Quasi Jahre. Spaß. Das hat Adidas seinerzeit verräterisch auf alle möglichen Produkte gedruckt. Diese Idioten! Zumindest fürs Quiz. Wir hatten es ja damals auch, glaube ich, beim Deutschland-Trikot mit dabei. Ne? Ja. Aber trotz alledem ein wunderschönes Marseille-Trikot sowieso. Olympique Marseille, falls ihr mal ein cooles Trikot braucht, findet ihr eigentlich bei Olympique Marseille immer ein schickes Ding. Ja. Normalerweise steht hier entweder Veröffentlichung, Ranking oder auch mal Leaks der Woche. Heute ist es eben oder sind es eben die Konzepte der Woche, auch wenn sie jetzt nicht wochenaktuell sind, sondern teilweise schon ein bisschen älter, aber eben größtenteils aus diesem Jahr. Und den Anfang macht dabei ein richtig schönes Exemplar, wahrscheinlich nicht direkt aus Argentinien, aber zumindest von Argentinien. So sieht es aus. Ein wunderschönes, wenn es denn eins wäre, ein argentinisches Heimtrikot mit den klassischen blau-weißen Streifen der Albiceleste. Und also mit goldenen Applikationen, ich glaube, das wurde jetzt schon mehrfach ja thematisiert. Ein richtig edles Teil. Da erinnert man sich so ein bisschen ans Auswärtstrikot der Argentinier 2014, das sie im Finale gegen Deutschland getragen haben. Das war zwar dunkelblau, hatte aber auch diese goldenen Elemente dabei. Und also Argentinien, das würde schon sehr gut passen. Aber vielleicht eher als amtierender Weltmeister. Oder Copa-Sieger. Ja. Das würde ja gehen. Das würde jetzt genau hinhauen. Ansonsten, ganz kurz, also der Entwurf ist von Sockcept. Ein bisschen schwierig bei der Aussprache, Sockcept. Und was mich auch noch beeindruckt, neben dieser tollen Farbkombination Blau, Weiß und Gold, ist die Art und Weise, wie die Verbundenheit zu Argentinien selbst mit in dieses Konzept eingearbeitet wird. Nämlich zum einen hat man über das komplette Trikot hinweg hat man Auszüge aus der Nationalhymne eben in den Stoff eingewebt. So zumindest lassen es die Bilder vermuten, oder so wäre es dann. Dann hat man eben so auch in allen aufgedruckten Elementen, also im Adidas-Logo, im Verbandswappen, in den Nummern und auch im Namen auf der Rückseite, hat man diese Sol de Mayo, also diese Maisonne, die so ein Symbol Argentiniens ist, kennen wir auch eben aus dem Verbandswappen, hat man eben so als Element überall mit eingebaut. Und was ich ebenfalls noch ganz schön finde, ist diese kleine, dieses kleine Badge auf der linken Seite, auf dem Maradona noch geehrt wird. Auch einfach eine richtig schöne Anekdote noch. Es wäre man kann es nicht anders sagen, es wäre ein überragendes Trikot. Absolut, ja. Was wir können es ja mal ein bisschen einordnen, was vielleicht dagegen spricht, ist auf jeden Fall
dieses Maradona-Badge. Bei der Umsetzung natürlich. Bei der Umsetzung dann, genau, das ist einfach viel zu fanbasiert. Da würde wahrscheinlich kein Verband der Welt mitmachen. So eine Huldigung eines einzelnen Spielers, auch wenn es Maradona ist, leider. Der argentinische Verband würde wahrscheinlich mitmachen. Vielleicht wäre es sogar, genau, vielleicht wäre es sogar der argentinische Verband, der es machen würde. Ansonsten brutal schön. Die Frage ist allerdings auch ein bisschen, kriegt man so eine extreme Prägung und einen solchen Detailreichtum in so einem Logo aktuell überhaupt hin? Ja, das ist schwierig, vor allem wahrscheinlich dann, wenn es um eine Fan-Version geht. Also nicht um die Authentic-Version für Profis, die ja in der Regel sowieso nochmal ein bisschen gehobenere Qualität ist, sondern dann die Replika-Version, die dann eben zu millionenfach auf dem Markt landen würde bei so einem geilen Look. Tolle Konzepte und argentinische Mannschaften, das scheint wirklich ein richtig guter Fit zu sein. Gerade auch, wenn sie von Soccept entworfen werden oder zumindest geteilt werden. Denn Boca Juniors, die haben da auch ein richtig cooles Konzept abbekommen. Brutal. Also auch hier, man muss jetzt ja, wir sind ja auch nun mal leider absolute Enthusiasten, das muss ja, habt ihr vielleicht ja mitbekommen mittlerweile. Und was man hier auf jeden Fall sagen muss, Boca selber hat ja auch immer dieses Gold-Gelbene mit drin, deswegen, dass man es hier mit aufgreift, super Idee. Und ich würde sogar behaupten, das wäre machbarer. Ja. In der Art und Weise und vom Design her, weil man eben wir kennen es, glaube ich, es war Real Madrid 17 oder 18 oder 19, dieses dritte oder vierte Trikot, was er hat mit diesem Goldrausch. Also rein von der Durchführbarkeit eines Designs mit so einem Farbverlauf und dann auch noch Gold würde es auf jeden Fall funktionieren, denke ich. Und dann auch das Wappen ist nicht so extrem ausgestanzt. Vielleicht liegt es jetzt auch ein bisschen am Design, muss man ein bisschen dazu sagen. Aber das würde gehen, auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr schön, wie wieder quasi diverse Sterne eben in Kleinstform eingearbeitet wurden. Und passend dazu hat man auch noch bei dem Konzept jetzt einen Spieler auf der Rückseite eingearbeitet, der einem, zumindest aus argentinischer Sicht, ja quasi die Sterne vom Himmel gespielt hat, nämlich Diego Armando Maradona. Und auch das, finde ich, rundet diesen Look einfach noch super ab. Ja. Skandal in Herzogenaurach würde wahrscheinlich diverse Tageszeitungen zu dieser Thematik betiteln, denn wir haben uns das mal genau angeschaut. Die deutsche Nationalmannschaft, die seit, ich meine, es ist 1954 Adidas trägt. Seit immer eigentlich, ne? Im Prinzip seit immer, würde plötzlich Nike tragen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel, finde ich, was mit dem Museums of Jerseys da um die Ecke gekommen ist. Denn es geht ja erstmal nur um reine Gedankenspiele. Absolut. Und dann ist das Trikot eben auch an sich klassisch deutsch, eben auf einer weißen Basis, mit in dem Fall auch schwarzer Hose und dann eben die Deutschlandfahne so als erhöhten Brustring mit eingearbeitet. Das würde ich tatsächlich so als Deutschland-Trikot würde ich gerne sehen. Also das kann von mir aus auch gerne Adidas so machen. Finde ich auf jeden Fall schön. Die Idee ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch um das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen. Also dass die deutsche Nationalmannschaft jemals in einem anderen Look außer Adidas rumläuft, das ist schon sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar. Aber als Gedankenspiel und gerade auch Nike hat ja durchaus auch coole Lifestyle-Kollektionen, das muss man mal vielleicht noch dazu sagen. Das wäre doch was für die Mannschaft. Das wäre doch mal ziemlich spannend, ja. Weiter geht's mit einem Verein, der wahrscheinlich wirklich für derart kreative Konzepte offen wäre, denn wie Dominik ja schon mal in einer der vorherigen Folgen angeschnitten hat, ist Inter Miami mehr oder weniger ein Verein, der am Reißbrett entstanden ist. Ja, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Inter Miami, glaube ich, für mich der Oliver Bierhoff-Verein unter den Vereinen, also quasi nur Marketing im Blick. Das kann man mögen, das kann man ablehnen, wie auch immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich Inter Miami für, wie du selber gesagt hast, solche Designideen, wir sehen es ja hier gerade, absolut zu haben wäre. Vor allen Dingen, weil auch dieses Wappen, was ich ja auch schon mal gesagt habe, dieses Wappen ist in sich perfekt entworfen. Also früher hat man ja Wappen gehabt, die kamen aus einer ganz anderen Zeit und deswegen findet man sie meistens heute noch schön. Das ist ja ein bisschen was anderes. Bei Inter Miami hat man sich einfach gesagt, was sieht jetzt gerade möglichst mega gut aus, passt richtig gut rein. Dazu hat man diese Flamingos nun mal gefunden, aber die ja auch in so einer Arthouse-Stil, kann man glaube ich in dem Fall sagen. Und dementsprechend würde sich das so auf einem Trikot wiederfinden. Ja,
die könnten es machen und bitte macht's. Shut up and take my money. Ich glaube auch Adidas würde sich in dem Fall freuen, weil ja auch Ja. die stilisierten Flamingos, in dem Fall auch ihre Flügel haben ja die 3 Streifen mit im Design und Ja. da würde sich dann, glaube ich, auch Adidas genügend repräsentiert fühlen. Jetzt haben wir euch hier, ich weiß nicht, gefühlte 15 Minuten komplett vollgeschwärmt oder vorgeschwärmt, was es so an tollen Konzepten gibt. Und jetzt kommt mal eins, bei dem wir uns nicht ganz so einig sind. Und zwar ist das ein Konzept für Real Madrid, was für mich schon mal dahingehend ungewohnt ist, dass es nicht mit Adidas käme. Gut, das war bei Deutschland jetzt auch in Ordnung, aber sondern von Desigual, was ja nicht mal eine Sportmarke ist, sondern einfach nur eine Modemarke. Und dann ist es eben auch wirklich sehr, sehr gewagt. Also bei der Gestaltung dann auch der Sponsorenanordnung. Ich glaube, Dominik, du siehst es ein bisschen anders, ne? Ja, also ja und nein. Wir müssen es hier natürlich ein bisschen trennen und auf der einen Seite würde ich sagen, das ist mal ein mutiges Konzept auf jeden Fall und dementsprechend darf man sich da ein bisschen verausgaben. Desigual als Ausrüster, ja, liegt irgendwie ein bisschen auf der Hand, weil halt spanisches Unternehmen Ja. zumindest, wenn man das so im Globalen sieht, ja. Dann dieses Design ist auf jeden Fall mutig und deswegen auch irgendwie cool, denn man hat ja trotzdem sich komplett auf die madrilenischen Farben geeinigt, ein bisschen Gold mit eingearbeitet. Ob jetzt Tesla als Sponsor unbedingt sein müsste, so, aber auch diese diagonale Anordnung finde ich dabei sicher, do it, wieso nicht? Das hat Eintracht Frankfurt auch schon mal gemacht, in den 90ern, glaube ich, und späten 80ern. Also das auf jeden Fall. Was mich ein bisschen stört insgesamt, und wenn man nochmal diese Schräge hat, wo Desigual mit eingearbeitet ist, es sieht halt auch so ein bisschen aus wie E-Sports. Es sieht aus meiner Sicht sieht das für mich eher ein bisschen so aus wie so ein E-Sports-Outfit. Ja. So, meinetwegen auch von Real Madrid E-Sports, das ist ja absolut in Ordnung, wenn die auch von Tesla gesponsert werden, das liegt wahrscheinlich eher alles auf der Hand. Aber für mich wäre es kein klassisches Fußballtrikot. Ja. Die Idee würde ich mitgehen, aber vielleicht nicht unbedingt auf dem Platz. Gut, dann sind wir uns letzten Endes doch einig, dass es, sagen wir mal, zu den weniger guten Vorschlägen im Rahmen der Fußballtrikots gehört. Aber den Vorstoß an sich finde ich gut und zumindest, sage ich mal, einzelne Elemente von diesem Versuch in ein reales Fußballtrikot zu übernehmen, da würde ich zum Beispiel absolut mitgehen. Also wenn man dieses Hintergrundmuster zum Beispiel wirklich nur als Art, ja, wie so ein Hologramm nennt man es, glaube ich, also so Ikonogramm halt verblassend hätte, wäre schon wieder. Dann wäre es halt aber auch dezenter. Dann wäre es natürlich dezenter, klar. Zu guter Letzt nochmal ein Trikot, was es ja zu, sagen wir, 90% wirklich im Handel gibt. Denn wir hatten ja auch vor kurzem, Jan, du hattest mal einen sehr lesenswerten Artikel auf One Football dazu verfasst, wenn Trikots wieder mit ihren Retro-Sponsoren um die Ecke kämen. Und da haben wir uns exemplarisch mal das aktuelle Dortmund-Auswärtstrikot geschnappt. Und wenn sie da jetzt statt dem 1 und 1, was ja vergleichsweise ein bisschen farblos ist, auch grau auf weiß, weiß auf grau, naja, muss man mögen, da jetzt nochmal so ein gelbes Continentale C, hui, da gäbe es wahrscheinlich die eine oder andere Bestellung mehr im Fanshop, denn auf der einen Seite weckt es natürlich riesige Erinnerungen und es ist auch farblich besser eingeordnet, Ja. aus meiner Sicht, als aktuell. Definitiv, ja. Ich mach's kurz. Der Völkerbänker der Woche, präsentiert von Jan. Ja, danke. Es ist ein alter Bekannter, der Herr aus den Niederlanden, den wir schon mal hatten. Diesmal trägt er wahrscheinlich sein Verein zur Schau, nämlich das Auswärtstrikot von Feyenoord Rotterdam aus der Saison 17/18. Passende Hose, wahrscheinlich die passenden Stutzen. Wir können ein entscheidendes Detail auf der Rückseite nicht genau erkennen. Wir lassen es aber mal so durchgehen und 10 von 10. Ja. Der Feyenoord-Fan war für uns jetzt endgültig die Überleitung von konzeptionellen Trikots zurück zu den Trikots, die es wirklich gibt. Und mit einem solchen machst du jetzt weiter, ne? Bei Storytime. Genau. Ihr habt es vielleicht schon mal erkannt. Es geht jetzt diesmal um diese Schönheit und ich finde, gerade bei so einem Trikot lohnt sich, dass wir nochmal mit einem extra Licht mehr arbeiten. Ich wollte gerade sagen, es glitzert schön, ne? So glitzern, wie das sich hier gerade präsentiert. Und ich drehe es an der Stelle mal um, denn zu diesem Trikot gibt es eine kleine, aber feine Geschichte. Vielleicht aus Sicht des BVB sogar ein bisschen traurig, aber dazu später mehr. Ja, also erstmal, es handelt sich hier um das Auswärtstrikot aus der Saison 2019-2020 und von Borussia Dortmund, wer es noch nicht erkannt hat. Und hinten drauf findet sich Libuda. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen,
Warum packt er sein Twitter-Kürzel hinten drauf? Sein Twitter-Kürzel, was soll das? Ist das eine Kurzform, Verniedlichung? Mitnichten. Es handelt sich hier um eine Dortmunder, aber auch Schalker-Legende, Stanley Buda, Reinhard Stanley Buda, Spitzname benannt nach Stanley Matthews, links antäuschen, rechts vorbei. Und ab einem gewissen Punkt habe ich mir einfach gesagt, ich werde nur noch Libuda aufs Trikot packen und dementsprechend ist mittlerweile mein zweites Trikot. Ich werde vielleicht das andere hier auch nochmal zeigen. Kurze Story dazu. Damals sind meine Eltern nach Dortmund runtergefahren und sollten mir nochmal glücklicherweise, denn das ist jetzt mal wieder so ein kleiner Profi-Tipp, wenn ihr ein Trikot im Online-Shop nicht mehr findet, heißt es nicht, dass es dann schon komplett weg ist. Auch nicht in eurer Größe. Wahrscheinlich müsst ihr aber zu einem Fanshop fahren oder zum Verein selbst und bei dem Fanshop mal nachhaken. Und ja, wie es der Zufall so wollte, da gab es das noch in L und dementsprechend hat mein Vater dann gesagt, alles klar, bringen wir die mit, wir gucken mal, ob es klappt. Haben es auch beflocken lassen und dann wurde es aus Sicht eines eigentlich jeden BVB-Fans kurz peinlich, denn es war im Verein, es war im Dortmund-Fanshop, am Stadion und dann sagt mein Vater einfach nur, ja, hier, Libuda bitte. Und dann kommt der Mitarbeiter wirklich auf die Frechheit, ich kann es gar nicht anders sagen, zu sagen, also Eigenname. Das ist also mein Vater, der ja eigentlich, muss man kurz dazu sagen, eigentlich Gladbach-Fan ist, aber um diese Geschichte, wohl wahrscheinlich auch weswegen durch den fanatischen Sohn einfach viel mehr damit in Kontakt gekommen ist, natürlich auch kurz die Augen rausgefallen sind und gesagt hat, bitte? Und zur Ehrenrettung des Mitarbeiters kam auch schon eine ältere Dame, die wohl schon länger im Fanshop dabei ist und meinte, brauchen Sie sich nichts bei denken, der ist neu. Und hat versucht, das wieder einzufangen, einfach eine nette Anekdote. Getragen habe ich es bislang einfach nicht oft, dafür finde ich es auch einfach viel zu schön und habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, dass die Waschmaschine das vielleicht killt. Es war bislang einmal überhaupt im Einsatz vor dem Fernseher beim Pokalfinale, beim diesjährigen gegen Leipzig und sozusagen hat es eine astreine Bilanz und direkt auch eine Trophäe geholt. Top-Bilanz. Das war's mit Dominiks Monolog. Aber Dominik darf noch mal ran, zumindest darf er jetzt noch was zeigen. Der Vorteil an der Rubrik ist allerdings, ich werde nichts dazu sagen. Und das kommt ja, glaube ich, einigen Leuten hier sehr entgegen. So, möchte ich mal kurz hier ein bisschen zeigen. Ansonsten liken, abonnieren, kommentieren, gerne uns auf irgendwas anderes aufmerksam machen. Das soll es gewesen sein. Bis dahin.